Bosco, wie siehst du denn aus? Oh, ich habe ja meinen Schlafanzug noch an. Und das ausgerechnet heute, wo es um die richtige Reihenfolge geht. Die habe ich dann wohl ein bisschen verwechselt. Ich hätte mich erstmal umziehen sollen. Aber mach dir nichts draus. Weißt du noch, als ich neulich erst Staub gesaugt habe und dich dann gekämmt habe und dann wieder alles voller Haare war? Ja, ich verwechsel schon auch manchmal die Reihenfolge. Ja, soll ich jetzt so bleiben? Ja, jetzt komm, bevor wir nochmal neu drehen müssen. Aber okay, jetzt sehen halt alle Leute da draußen, was für einen schlumpeligen Schlafanzug du hast. Das ist das Los von einem YouTube-Star. Jetzt seht ihr mich mal privat mit Schlafmütze. Aha. Na gut. Komm, lass uns schnell drehen, dann gehe ich zu meinem Morgenkaffee. Aha. Worum geht's? Also, es geht um die richtige Reihenfolge. Na. Beim Rechnen sollte man die wirklich nicht verwechseln, sonst kommt nämlich was anderes raus. Ja, beim Drehen auch. Ja, diese Aufgabe hier kam sogar mal bei der berühmten Sendung Wer wird Millionär vor. Da geht es nämlich um die richtige Reihenfolge. Und der, dem die Frage gestellt wurde, war sich unsicher, hat den Publikumsjoker benutzt und das Publikum, also die Mehrheit vom Publikum, hat auch falsch abgestimmt. Echt? Die haben nämlich alle einfach von links nach rechts gerechnet, ohne die Vorfahrtsregeln zu beachten. Da fällt mir als erstes ein, Punkt vor Strichrechnung. Die kennst du schon. Ja. Ja, dann rechne sie doch mal so. Ja, der erste Punkt ist am Anfang des 2 mal 2. Ja, Dann steht da schon mal eine 4. gut. Und alles, was du gerade nicht rechnest, also was nicht Punktrechnung ist, schreibst du ab. Also das Plus. Dann habe ich 2 durch 2 ist 1. Ja, Und die minus 2 schreibe ich wieder ab. gut. Also steht da 4 plus 1 minus 2. Ja, und jetzt kannst du erst von links nach rechts rechnen. Ja, 4 plus 1 ist 5, minus 2 ist 3. Richtig, ja. Bin ich jetzt Millionär? Das wäre mal was. Ja, und die meisten Leute aus dem Publikum hatten eben 1 angegeben, weil sie einfach nur von links nach rechts gerechnet haben. Amateure. So, jetzt erkläre ich dir alle Vorfahrtsregeln, die du beim Berechnen von Termen beachten musst. Ja. Erstens, Klammern werden zuerst berechnet. Ja. Und wenn du mehrere Klammern ineinander geschachtelt hast, beginnst du mit der innersten. Okay. Innerste Klammer zuerst. Ja. Gut. Dann, falls du Potenzen hast, also Hochzahlen, dann kommen die als nächstes dran. Potenzen. Danach kommt die Punktrechnung. Ja. Danach kommt die Strichrechnung. Ja. Also Potenz vor Punkt vor Strich. Und erst ganz am Ende rechnest du von links nach rechts. Und das ist es eigentlich schon. Das sind die Rechenregeln für Terme. Ja, dann lass mal die erste Aufgabe machen. Ja, ich blende kurz alle Aufgaben ein, damit die Zuschauer sehen, welche ich mit dir machen möchte. Klar. Die, die das schon können oder als Übungsvideo nutzen möchten, fühlt euch frei, Pause zu drücken und selber zu rechnen. Und jetzt darf der Bosco ran. Dann starte mal mit der ersten Aufgabe. Womit musst du denn beginnen? Ja, ich würde sagen mit der Klammer zuerst. Ja, dann rechnest du die Klammer aus. 55 minus 22 ist 33. Ja, und alles andere schreibst du bitte ab. Ja. Ich weiß, das ist viel Arbeit, aber diesmal lohnt es sich. Bitte, schreib es ab. Und die Klammer fällt jetzt weg. Die Klammer ist nicht mehr nötig, die hast du ja ausgerechnet. Gut. Okay. Als nächstes Punktrechnung. 33 durch 11 ist 3. Ja, Plus schreibe ich ab. Und dann habe ich hinten 11 mal 4 ist 44. So, und dann habe ich da stehen, 3 plus 44 ist 47. super. Gut gemacht. Gut. Nächste Aufgabe. Ja. Klammer zuerst. Auch wenn sie da hinten steht. Ja, das heißt, den ganzen Anfang der Aufgabe schreibst du ab und am möglichst untereinander. Das heißt, du schreibst jetzt jeden Aufgabenteil in eine neue Zeile. Bis zu diesem Minus, was vor der Klammer steht. Und dann habe ich 10 minus 7 ist 3. Ja, Die schreibe ich hin und hinten die mal 2 wieder hinschreiben. genau. Die Klammer ist jetzt verschwunden, weil du Ja. sie ausgerechnet hast. Jetzt geht es mit Punktrechnung weiter. Gut. Da habe ich hier in der Mitte die 3 mal 10 ist 30. Ja, Das heißt, 100 plus 30 kann ich schon mal hinschreiben. Und das Minuszeichen schreibe ich hin. Und hinten habe ich die 3 mal 2 ist 6. super. Punktrechnung auch erledigt. Gut, dann Strichrechnung von links nach rechts. 100 plus 30 ist 130.
Und minus 6 sind 124. Das fällt dir ja richtig leicht. Gut, gell? Super. Ja. So, weiter geht's. Jetzt habe ich 2 Klammern. Ist egal, welche ich als erstes mache. Du kannst dir sogar beide gleichzeitig ausrechnen. Gleichzeitig. Also nacheinander natürlich, aber schon im ersten Schritt. Also 13 minus 4 ist 9. Also schreibe ich hin 27 geteilt durch 9. Dann das Pluszeichen. So, dann die zweite Klammer ist 4 plus 8 ist 12. Da schreibe ich die 12 hin und hinten die mal 5. Ja. Dann habe ich wieder meine neue Aufgabe. Da kommt wieder die Punktrechnung zuerst. Ja, denn die Hochzahlen, also Potenzen haben wir ja noch nicht. Das kommt dann auch noch dran, aber jetzt machst du dann mit der Punktrechnung weiter. 27 durch 9. Die passt 3 mal rein. Also 3. Ja. Und 12 mal 5 ist 60. Also habe ich da stehen 3 plus 60. Ja. Ist 63. Gut gemacht. Oh, so morgens im Schlafanzug. Ja, da fällt's bist mir du noch leicht. richtig fit. Vielleicht war es doch die richtige Reihenfolge für dich, Bosco. Jetzt wird es komplizierter. Ja, jetzt haben wir ineinander verschachtelte Klammern. In diesem Fall beginnst du mit der innersten Klammer. Mit der runden. Und warum Ja. ist die äußere eckig? Ich habe jetzt die äußere eckig gemacht, einfach damit du besser siehst, welche Klammer zu welcher Klammer zugehört. Das ist aber Geschmackssache. Du könntest auch beide rund machen oder beide eckig, das ist eigentlich egal. Okay, also ist meine erste Aufgabe diese 5 mal 11 minus 3 mal 6. Genau. Und innerhalb der Klammer gelten natürlich auch die anderen Vorfahrtsregeln. Das heißt, innerhalb der innersten Klammer musst du jetzt auch wieder erst Punkt vor Strich rechnen. Ach herrje. Da habe ich ein 5 mal 11 ist 55. Das Minuszeichen schreibe ich ab und 3 mal 6 ist 18. Genau. Das steht aber immer noch in der inneren Klammer. Ja, die musst du noch abschreiben, die ist noch nicht fertig ausgerechnet. Aber das machst du ganz gut, dass wenn du mehrere Punktrechnungen hast, die nicht direkt nebeneinander stehen, dann darfst du die schon alle gleichzeitig, also im selben Schritt, ausrechnen. Klar, sonst müsste ich ja noch mehr schreiben. Also jetzt habe ich 55 minus 18 stehen in der innersten Klammer. Da rechne ich erstmal 55 minus 10 sind 45 und dann nochmal 8 weg sind 37. Okay. Und dann fällt diese innere Klammer weg. Ja. So, und dann habe ich nur noch eine Klammer, die eckige Klammer, und da habe ich 37 mal 2 minus 24 stehen. So, die Punktrechnung als erstes. 37 mal 2 ergibt 74 minus 24. Und 74 minus 24 ergibt 50. Und jetzt haben wir die Klammer auch ausgerechnet. Und jetzt bleibt noch 50 mal 3 ist 150. Weil 5 mal 3 sind 15 Ja. und wir haben aber noch eine 0 hinten dran. Puh. Ja, dann bist du bereit für den nächsten Schritt, Bosco? Ja, muss ich ja. Dann fügen wir mal unsere erste Hochzahl hinzu, unsere erste Potenz. Puh. Trotzdem gilt, Klammer zuerst. Klammer zuerst. Und in der Klammer Punkt vor Strichrechnung. Also 2 mal 3 ist 6. Das rechnest du zuallererst und der ganze Ja. Rest wird abgeschrieben. Bitte Ja. unbedingt machen. Macht das halt. Und 8 minus 6 ergibt 2. Ja. Dann fällt die Klammer weg und alles andere wieder abschreiben. Super! Yay. So, und jetzt, nach der Klammer, kommt die Potenzrechnung. Also die Hochzahlen, sofern wir welche haben, die haben wir jetzt hier. Das heißt, du musst 4 hoch 2 ausrechnen. Also 4 mal 4. Ja, weil das hoch 2 bedeutet einfach nur, dass die 4 zweimal da steht. Das weiß ich, das sind 16. Ja, Und die schreibe ich jetzt hin statt der 4 hoch 2. genau. Also, ich sag's nochmal. Es bedeutet nicht, dass man 4 mal 2 rechnen muss, sondern 4 mal 4. Aufpassen. Ja, gut. So, jetzt wieder Punkt vor Strichrechnung. Jetzt habe ich 3 mal 2 mal 3 da stehen. Dann machst du das von links nach rechts. Also 3 mal 2 ist 6. Und 6 mal 3 ist 18. Pluszeichen abschreiben und hinten haben wir die 16 mal 2. Ja, 10 mal 2 sind 20 und 6 mal 2 sind 12. 20 und 12 ergibt 32. So, und dann haben wir 18 plus 32 ist
50. Ja. Puh. So, Bosco, jetzt trennen uns noch 3 Aufgaben von deinem Frühstück- und Morgenkaffee. Wird Zeit. Ja, diese 3 Aufgaben machen wir jetzt also noch. Die unterscheiden sich tatsächlich nur darin, wo diese Hochzahl steht. Aber die Ergebnisse sind sehr unterschiedlich. Es macht also einen großen Unterschied, wo die steht. Und das möchte ich hiermit genau zeigen. Dann beginnen wir mit der ersten Aufgabe, Bosco. Dann nehme ich die innerste Klammer, das ist die 3 plus 2 hoch 2. Und was rechne ich da jetzt als erstes? 2 hoch 2. Ja, Also 2 mal 2. genau. Ergibt 4. Okay. Alles andere abschreiben. Dann habe ich in der innersten Klammer stehen 3 plus 4. Ergibt 7. Ja, Dann fällt die innere Klammer weg und alles andere abschreiben. genau. Ich erkläre noch kurz was. Wir haben ja gesagt, die innerste Klammer muss zuerst ausgerechnet werden und erst danach wird die Hochzahl ausgerechnet. Ja, Jetzt hast du aber trotzdem die Hochzahl als allererstes ausgerechnet, weil sie sich nämlich in der innersten Klammer befindet. Das heißt, um die innerste Klammer auszurechnen, musst du innerhalb der innersten Klammer wiederum Potenz vor Punkt vor Strich anwenden und deswegen kam dann die Hochzahl als erstes oh dran. je. So, dann haben wir in der Klammer stehen 25 minus 7. Ergibt 18. Also haben wir da 5 plus 18 stehen. Ergibt 23. Okay, nächste Aufgabe. Jetzt steht es hoch 2 außerhalb von der inneren Klammer. Jetzt würde ich sagen, ich rechne erst die innere Klammer aus, also 3 plus 2. Gut. Und das ergibt 5. Ja. Und jetzt fällt die Klammer weg, aber das hoch 2, was an der Klammer dran stand, das fällt nicht weg. Das heißt, das schreibst du jetzt an die 5 dran. Okay, dann muss ich erst dieses 5 hoch 2 ausrechnen. Ja, weil es unbedingt. ja Weil nach dem Malrechnung ist. eine Potenzrechnung. Ja. Nach der Klammerrechnung kommt erst die Potenzrechnung dran. Also 5 hoch 2, also 5 mal 5 Ja, ist 25. gut. Und dann steht in der Klammer 25 minus 25. Ja, Toll. Das ist 0. Dann haben wir am Ende stehen 5 plus 0 ist 5. Das ist aber ganz was anderes wie die 23 vorher. ja, sag ich doch. Ja. Okay, eine hast du noch für mich? Ja, diese letzte Aufgabe. Ach hey, jetzt steht die hoch 2 außerhalb von beiden Klammern. Aber es gilt jetzt immer noch, innerste Klammer zuerst. Unbedingt. 3 plus 2 ist 5. Dann fällt diese runde Klammer weg. Und in der eckigen Klammer steht dann 25 minus 5. Das muss ich jetzt als nächstes ausrechnen. Das sind 20. Ja, Also habe ich stehen 5 plus 20 hoch 2. ja. Und jetzt muss ich 20 mal 20 erst ausrechnen. Da rechne ich erstmal 2 mal 2 ist 4. Und 2 Nuller müssen hinten dran, sind 400. Gut. Dann habe ich 5 plus 400 da stehen, sind 405. Super. Das ist ja nochmal ganz was anderes. Ja, also gerade bei Mathe muss man halt immer die richtige Reihenfolge einhalten und auch immer auf alle Details achten. Ja. So. Zum Glück sind wir nicht so streng, deswegen durftest du erst drehen, bevor du gefrühstückt hast, dich angezogen hast und deine Zähne geputzt hast. Es müffelt übrigens auch ganz schön hier. Hauch mich nicht auch noch an! Na, jetzt habe ich aber meine Reihenfolge wieder parat. Als erstes Kaffeemaschine anmachen. Okay, dann. Während die aufwärmt, ziehe ich mir mal meinen Schlumpelschlafanzug aus und dann trinke ich erstmal einen Kaffee. Okay. Und dann kannst du von mir aus Frühstück machen. So, und ihr lernt mal schön Mathe weiter. Haha, Daumen hoch und Abo dalassen. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.